Nikola Tesla, 1856–1943, war ein serbischstämmiger Wissenschaftler und Ingenieur und einer der größten Erfinder in der Geschichte von Wissenschaft und Technologie. Er wurde in dem Dorf Smiljan in der Region Lika in Kroatien geboren, damals Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie. Schon in jungen Jahren zeigte Tesla Interesse an Wissenschaft und Technik und offenbarte außergewöhnliches Talent für Innovation und Erfindung. Tesla studierte Maschinenbau an der Technischen Universität Graz in Österreich und setzte dann sein Studium der Elektrotechnik an der Universität Prag fort. Im Jahr 1880 schloss er sein Studium ab und arbeitete für kurze Zeit bei einem Telegrafenunternehmen in Budapest, bevor er Europa verließ und in die Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1884 übersiedelte. In den USA arbeitete Tesla bei Thomas Edisons Firma, wo er zur Verbesserung des Systems der Gleichstrombeleuchtung beitrug. Allerdings unterschieden sich Tesla und Edison in ihrer Ansicht über die Vorherrschaft von Gleichstrom und Wechselstrom bei der Übertragung von elektrischer Energie über weite Strecken. Im Jahr 1887 gründete Tesla sein eigenes Unternehmen in New York und begann mit der Entwicklung eigener Erfindungen. Eine seiner wichtigsten Erfindungen war der Hochfrequenztransformator, der in der Lage war, Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln und ihn erheblich zu verstärken. Tesla erfand auch den Wechselstrommotor und das Mehrphasenverteilungssystem, die beide eine Revolution in der Elektrizitätsindustrie darstellten. Tesla wurde auch für seine Experimente mit drahtloser Energieübertragung bekannt, bei denen er Hochfrequenzwellen verwendete. Diese Experimente führten zur Entwicklung der Idee eines Weltenergiesystems. Tesla träumte von einem globalen System zur Übertragung von Energie durch die Luft, bei dem Menschen auf der ganzen Welt einfachen Zugang zu Elektrizität hätten, ohne Kabel verwenden zu müssen. Trotz seiner Genialität und bahnbrechenden Erfindungen stand Tesla vor vielen finanziellen und regulatorischen Herausforderungen. Später in seinem Leben verschlechterten sich seine finanziellen Verhältnisse und sein geistiger Zustand. Seine Fixierung auf große Projekte und experimentelle Ideen führte zu einem Rückgang der öffentlichen Wertschätzung und finanziellen Schwierigkeiten. Im Jahr 1895 führte Tesla das Projekt Wardenclyffe in Colorado durch, um seine Idee der drahtlosen Energieübertragung zu demonstrieren. Jedoch konnte Tesla nicht genügend Finanzierung für die Fortsetzung des Projekts aufbringen und es wurde später abgebrochen. Trotz der Tatsache, dass er viele Erfindungen und Innovationen gemacht hat, wurde Tesla nicht besonders wohlhabend. Nach dem Scheitern vieler seiner Projekte und dem Verfall seiner Gesundheit verbrachte Tesla seine letzten Jahre in Isolation und Armut. Er starb im Januar 1943 in New York. Im Laufe der Zeit wurden Teslas Beiträge immer mehr geschätzt und er wurde zu einem Symbol für wissenschaftliche Genialität und visionäres Denken. Sein Einfluss im Bereich der Elektrizität und Technologie ist unbestreitbar und seine Prinzipien und Ideen bilden immer noch die Grundlage für viele moderne Entwicklungen in der Energieübertragung und drahtlosen Technologie. Als Anerkennung für seine großen Beiträge wurden verschiedene Unternehmen und Organisationen nach ihm benannt und eine Einheit zur Messung der magnetischen Flussdichte wird als Tesla bezeichnet. Zudem ist er Thema vieler Bücher, Filme und Bildungseinrichtungen, die seine Geschichte und seine großen Beiträge zur Wissenschaft und Technologie erzählen. Welche Herausforderungen hatte Nikola Tesla in seinem Leben zu bewältigen? Nikola Tesla stand während seines Lebens vor mehreren Herausforderungen, finanzielle Schwierigkeiten. Obwohl Tesla viele bahnbrechende Erfindungen gemacht hat, hatte er Schwierigkeiten, ausreichende finanzielle Unterstützung für seine Projekte zu erhalten. Er investierte oft sein eigenes Geld, um seine Ideen zu verwirklichen, und musste sich mit finanziellen Engpässen und Schulden auseinandersetzen. Mehrere seiner Unternehmen scheiterten und er verlor auch Geld bei Investitionen in nicht realisierte Projekte. Konkurrenz und Rivalität. Tesla hatte eine angespannte Beziehung zu anderen Erfindern und Unternehmern seiner Zeit, insbesondere zu Thomas Edison.
Es gab Rivalitäten und Konflikte zwischen ihnen, insbesondere in Bezug auf die Frage der Vorherrschaft von Gleichstrom und Wechselstrom. Tesla kämpfte auch gegen andere Konkurrenten und etablierte Industriekräfte, die seine Ideen und Technologien nicht unterstützten oder sogar sabotierten. Regulatorische Hürden. Tesla musste sich mit regulatorischen Hürden und Patentstreitigkeiten auseinandersetzen. Er musste seine Erfindungen schützen und gegen Nachahmungen vorgehen, was zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten führte. Diese rechtlichen Auseinandersetzungen beanspruchten seine Zeit und Ressourcen zusätzlich. Begrenzte Unterstützung und Verständnis der Öffentlichkeit. Aufgrund der Komplexität und des futuristischen Charakters einiger seiner Ideen hatten viele Menschen Schwierigkeiten, Teslas Visionen zu verstehen oder zu akzeptieren. Seine Vorstellungen von drahtloser Energieübertragung und globaler Elektrifizierung wurden oft als utopisch oder unrealistisch abgetan. Dies führte zu begrenzter öffentlicher Unterstützung und mangelndem Interesse der Investoren. Persönliche Isolation und gesundheitliche Probleme. Im späteren Leben wurde Tesla zunehmend isoliert und litt unter gesundheitlichen Problemen. Seine Fixierung auf große Projekte und seine exzentrische Persönlichkeit führten dazu, dass er sich von der Gesellschaft zurückzog und sich in Isolation begab. Er litt auch unter finanziellen und gesundheitlichen Rückschlägen, was zu einem generellen Rückgang seiner Stimmung und seines geistigen Zustands führte. Trotz all dieser Herausforderungen setzte Tesla seine Arbeit fort und hinterließ einen bleibenden Einfluss auf die Wissenschaft und Technologie. Seine Erfindungen und Ideen wurden später anerkannt und fanden breite Anwendung in verschiedenen Bereichen der Elektrotechnik. Wie wurde die Beziehung zwischen Nikola Tesla und Thomas Edison durch den Wettbewerb beeinflusst? Die Beziehung zwischen Nikola Tesla und Thomas Edison wurde stark von ihrem Wettbewerb beeinflusst. Es gab Meinungsverschiedenheiten und Spannungen zwischen den beiden aufgrund der Debatte über das geeignete System für die öffentliche Stromversorgung. Sollte das verwendete System Gleichstrom sein, wie von Edison unterstützt, oder Wechselstrom, wie von Tesla befürwortet? Anfangs arbeitete Tesla mit Edison zusammen, als er der Edison Electric Company in New York beitrat, aber ihre Beziehung wurde schnell belastet. Ihre unterschiedlichen Visionen für den Strom und das Verteilungssystem stießen auf Widerspruch, da Edison zur Verwendung von Gleichstrom drängte, während Tesla die Verwendung von Wechselstrom propagierte. Der Konflikt zwischen ihnen eskalierte, als Tesla versuchte, das Wechselstromsystem zu entwickeln und seine Vorteile beim Transport von Energie über große Entfernungen effizienter zu beweisen. Dies führte zu einer verstärkten Konkurrenz zwischen den beiden Genies, wobei jeder sein eigenes System bewarb und versuchte, die Öffentlichkeit und Investoren von dessen Vorteilen zu überzeugen. Tesla war erfolgreich darin, die Vorteile des Wechselstromsystems und seine Fähigkeit, Energie über große Entfernungen effizient zu transportieren, zu demonstrieren. Dies führte zu noch größeren Meinungsverschiedenheiten und verstärktem Wettbewerb zwischen ihren Unternehmen, wobei die Edison Company versuchte, die Anwendungen des Wechselstromsystems von Tesla zu behindern. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Meinungsverschiedenheiten zwischen Tesla und Edison zu einem langwierigen Patentstreit, bei dem Tesla versuchte, seine Patente für das Wechselstromsystem und seine Komponenten zu schützen. Obwohl Tesla am Ende diese rechtlichen Auseinandersetzungen gewann, hinterließen sie negative Spuren in ihrer Beziehung. Trotz des Wettbewerbs und der Differenzen ist zu beachten, dass sowohl Tesla als auch Edison herausragende Wissenschaftler und Ingenieure waren, die einen revolutionären Beitrag auf dem Gebiet der Elektrizität und Technologie leisteten. Trotz der Streitigkeiten haben beide einen eigenen Beitrag geleistet und ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen. Vielen Dank für das Anschauen des Videos. Wenn dir der Inhalt gefallen hat und du mehr unterhaltsame und informative Videos sehen möchtest, empfehle ich dir, unseren Kanal zu abonnieren. Durch das Abonnieren wirst du immer als erstes über unsere neuesten Updates und exklusiven Inhalte informiert. Wir werden weiterhin spannende Informationen in verschiedenen Bereichen wie Wissenschaftsgeschichte, Technologie, Reisen, Kultur und vielen anderen Themen bereitstellen.
Vergiss auch nicht, dieses Video mit deinen Freunden und deiner Familie zu teilen. Du kannst die Teilen-Schaltfläche unter dem Video verwenden, um es per E-Mail oder in sozialen Medien zu teilen. Vielleicht finden auch deine Freunde und Familienmitglieder das Video genauso interessant und werden es genießen. Außerdem schätzen wir deine fortwährende Unterstützung und Ermutigung. Zögere nicht, deine Kommentare zu hinterlassen und deine Meinung zu den Videos zu teilen. Wir hören gerne auf dein Feedback und deine Vorschläge zur Verbesserung des Inhalts und zur Bereitstellung weiterer Videos, die deinen Interessen entsprechen. Nochmals vielen Dank für das Anschauen und deine Unterstützung. Wir freuen uns darauf, mehr Wissen und Unterhaltung mit dir in zukünftigen Videos zu teilen. Bleib dabei und werde Teil unserer wachsenden Community hier auf dem Kanal.